Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit dem ganz stumpfen Thema, was wollt ihr von mir? Im Sinne von, was wollt ihr sehen? Es ist mal wieder an der Zeit, ich muss mal wieder ein bisschen vorproduzieren und ich habe zwar schon ein bisschen was im Kasten und ihr habt es wahrscheinlich hier und da schon gehört im Livestream oder in anderen Videos, dass ich gerade, wie gesagt, ein bisschen vorproduzieren muss. Aber das Video geht auch als, jetzt nicht nur für diesen Zeitraum, jetzt für den Mai, sondern grundsätzlich auch einfach so, in welche Richtung wollt ihr Videos haben? Weil ich bin jetzt in letzter Zeit schon ab und zu wieder auf den Punkt gekommen, wo ich tatsächlich selber nicht hundertprozentig genau wusste, was ich als nächstes machen soll. Da muss ich jetzt selber wieder gucken, was könnte ich machen, was habe ich noch nicht gemacht und so weiter und so fort. Ich habe auch Anfang des Jahres, habt ihr bestimmt mitbekommen, endlich für alle Flive Universe Klassen und Spielstile meine Guides gemacht. Ja, war natürlich hier und da nicht ganz so einfach, wenn ich die Klassen selber noch nicht so aktiv gespielt hatte. Ich meine, ich habe eigentlich alles im Flive Universe tatsächlich schon mal ein bisschen gespielt, aber natürlich sehr viel Elementor, einiges an Ranger, bisschen Blade und naja, sowas wie Psykeeper halt so gut wie gar nicht. Aber naja, ich habe trotzdem mein Bestes gegeben, da auch, wie gesagt, immer objektiv zu bleiben und so. Aber habe halt, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen aufgeholt mit Sachen, die ich halt immer machen wollte, weil Klassenguides zum Beispiel war eins der Nummer 1 Themen. Also immer, wenn ich gesagt habe, was wollt ihr sehen oder so, dann kam immer irgendjemand, der gesagt hat, ja, mach doch endlich einen Bildposter-Guide oder so. Oder lauter solche Sachen und ich zumindest aus dieser Nische habe ich jetzt, glaube ich, mal alles abgehakt. Also wir haben jetzt alle Klassen und so. Wobei ich wahrscheinlich tatsächlich nochmal ins Low-Level gehen werde, weil meine Low-Level-Guides, die sind ganz okay, würde ich sagen, für Anfänger. Aber ich würde sie nochmal ein bisschen irgendwie nochmal spezifischer machen und nochmal vielleicht auch ein bisschen kürzer und knapper. Wirklich mit dem Wesentlichen und so. Und genau, aber da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber weil, wie gesagt, die meisten Fragen kommen ja wirklich von Anfängern, kann man wirklich sagen. Also was ich so im Livestream auf jeden Fall mitbekomme. Es sind immer wieder die gleichen Fragen. So, wie farme ich Envy Deft? So, ich bin Level 75, was mache ich jetzt? Welches Equipment brauche ich mit Level 68? So, es sind immer die gleichen Fragen und die sind immer aus dem Low-Level-Bereich. Und ganz ehrlich, Videos aus dem Low-Level-Bereich performen auch eigentlich am besten auf YouTube, muss man wirklich sagen. Also so absolute High-Content-Stuff ist nicht schlecht, aber ja, meistens sind es dann doch eher die Guides, Tipps, Tricks und so weiter und so fort. So, wie verdient man am besten Penya? Das ist so immer das beliebteste Videothema. Und lauter solche Sachen, also das ist mir schon klar. Wie gesagt, in dem Bereich, wie gesagt, werde ich auch noch ein bisschen was machen. Aber trotzdem die Frage an euch, was, ja, wie gesagt, ihr einfach sehen wollt. Könnt ihr auf jeden Fall alles mitteilen. Ich kann natürlich nichts versprechen, weil es gibt natürlich einfach Sachen, wofür ich zum Beispiel die Charakter nicht habe. Oder manche Sachen habe ich auch einfach schon gemacht. Das ist auch nicht schlimm, wenn ihr es schreibt. Dann kann ich euch einfach das Video verlinken. Vielleicht ist dann das dann schon das, was ihr gesucht habt oder was ihr sehen wolltet. Vielleicht auch nicht. Gibt natürlich auch Sachen, die habe ich schon vor langer Zeit gemacht. Da kann man nochmal ein Remake machen. Habe ja auch zum Beispiel zwei meiner Guides tatsächlich waren sowieso Remakes. Ich glaube, einen Elementor Guide habe ich nochmal neu aufgesetzt, weil der erste war natürlich auch ein bisschen zu früh vielleicht. Da war ich selber tatsächlich gerade mal Level 100, glaube ich, als ich den gemacht hatte. Habe natürlich dann noch einiges dazugelernt nach weiteren 500 Stunden Elementor spielen oder so. Man lernt ja nie aus, sage ich mal. Und entwickelt ja auch wieder neue Perspektiven oder neuer Content kommt hinzu. Sachen ändern sich vielleicht auch, also Blickwinkel ändern sich oder whatever. Ist immer ganz interessant. Also auch da wäre es tatsächlich nicht so schlimm, wenn es schon ein Video gibt dazu. Dann kann ich mir jetzt selber überlegen, okay, will ich das nochmal machen oder nicht. Und es gibt natürlich noch ein paar Themen, die habe ich noch aufgeschrieben. Wenn ihr die nochmal kommentiert, ist auch nicht schlimm. Dann weiß ich halt auf jeden Fall, okay, die will wirklich auf jeden Fall jemand sehen. Und ich meine, grundsätzlich ist es immer gut, wenn du halt Videos hochlädst, wo du weißt, okay, zumindest eine Person wartet auf jeden Fall darauf, weil dann weißt du auf jeden Fall, egal wie das Video performt, dass zumindest auf jeden Fall einer Person hoffentlich weitergeholfen oder eben, naja, den Wunsch erfüllt, dieses Video endlich zu sehen. Und ja, ist momentan einfach ein bisschen schwierig. Also ich habe selber noch ein paar Sachen geplant, aber mein momentanes Ziel ist jetzt tatsächlich erstmal meine Charakter noch ein bisschen weiter zu leveln. Ihr seht gerade Team 1, das sind jetzt die Bodeng-Chars, bis auf die unteren beiden, grüner Blade und grüner Knight, sind gerade alle 151. Und das ist momentan eigentlich auch so das Main Goal, einfach noch ein bisschen weiter zu leveln. Man weiß ja nicht, was das nächste Update sein wird. Also ich meine, Levelerweiterungen, selbst neue Dungeons halte ich tatsächlich für extrem unwahrscheinlich. Ehrlich gesagt, momentan fühlt es sich überhaupt nicht so an, als würde irgendwas kommen. Also selbst was jetzt Second Anniversary und so angeht. Ich weiß nicht ganz genau, wann ich dieses Video hier hochlade, deswegen werde ich das vielleicht bereuen, dass ich das gerade sage. Aber Second Anniversary und lauter so Zeug, also momentan fühlt es sich echt schwach an. Wenn man eben bedenkt, dass Second Anniversary eventuell zweiter FEC-Server
eventuell ein Update vor der Tür steht. Es fühlt sich irgendwie überhaupt nicht so an. Aber tatsächlich war es vor New Horizons auch so. Da kann sich vielleicht nicht jeder noch unbedingt dran erinnern, aber ich weiß noch genau, wie es war vor New Horizon, nach dem FEC-Server. Oktober bis November war das ja 4 Wochen lang. Es war richtig dreckig. Also ich habe da jeden Tag Master gelevelt, Darkon 3 in der Wüste und, oh nice. Und man hat im Endeffekt jeden Tag die gleichen, ja wie immer halt, über das Alltägliche geredet, Cash-Up-Aktionen, Events, alles irgendwie langweilig, so vor allem nach dem FEC-Server. Ich meine, da war es halt noch die besondere Situation, nach FEC-Server, du hattest die ganze Zeit diesen Doppel-XP, Doppel-Drop-Boost und so. Da hat sich alles kacke angefühlt auf Borodeng. Da war es nochmal zusätzlich schlimm für Leute, die halt auf dem FEC-Server gespielt hatten. Weil du halt, ja, diese Wand vor dir hattest. Einfach diese Borodeng ist Kacke-Wand so ungefähr. Oder normale Server sind langweilig. Wand hattest du vor dir. Deswegen waren diese 4 Wochen auf jeden Fall nochmal ziemlich schlimm. Aber ich finde, momentan fühlt es sich einfach sehr ähnlich an. Und man hat halt einfach nicht das Gefühl, dass jetzt gleich was Krasses um die Ecke kommt. Und New Horizon wurde 2 Tage vor Release angekündigt. Und ich habe halt irgendwie die Befürchtung, dass es jetzt wieder so sein wird im Mai. Also sollte tatsächlich ein Update kommen oder FEC-Server, habe ich ja letztens dieses Spekulationsvideo von mir hochgeladen, wo ich gesagt habe, welche Szenarien eintreten könnten, welche Szenarien halte ich für am wahrscheinlichsten und so. Und vollkommen egal, welches Szenario ihr für am wahrscheinlichsten haltet oder egal, vollkommen egal, welches Szenario jetzt tatsächlich eintritt. Es wird halt wahrscheinlich wieder sehr kurz angebunden sein. Im Sinne von, bevor es tatsächlich released ist, weiß man nicht hundertprozentig, was passiert. Und was auch immer passiert, es wird wahrscheinlich einfach erst ein paar Tage vorher, frühestens vielleicht eine Woche vorher wirklich bekannt gegeben. Und das ist halt wieder das Nächste, warum es sich halt einfach immer so kacke anfühlt. Ich meine, bei anderen Games, anderen Titeln, anderen Firmen hast du immer schon so eine gewisse Vorlaufzeit, wo man halt wirklich sowas auch einfach... Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was das Krasseste ist, was Leute so machen oder was Firmen so machen. Aber ja, vielleicht sogar 4 Wochen vorher, wo du schon so Promotion-Events hast, so The Road to, zum Beispiel Road to Second FWC oder Road to Second Anniversary oder sowas, würden andere Spiele vielleicht machen. Gab es tatsächlich in Flive PC auch schon so ähnliche Sachen, wo jetzt nicht direkt erst zum Jubiläum oder erst nicht direkt zum Zeitpunkt, wo das Event oder das Ereignis stattfindet, was man sozusagen feiert oder worauf man so Hype aufbauen will, dass man einfach schon ein paar Wochen vorher damit anfängt. Also, dass man halt einfach das so ein bisschen aufbaut. Und bei Flive Universe irgendwie, ich weiß nicht, ob die niemanden haben, der so ein bisschen Marketing studiert hat oder der da einfach so ein bisschen drin ist. Oder ob die einfach immer wirklich so kurze Deadlines haben, dass sie wirklich sagen, also wenn ihr das heute noch fertig kriegt, dann können wir das Update am Montag raushauen, so ungefähr. Und dann kriegen sie es vielleicht noch fertig, dann machen sie schnell die Ankündigung und dann wird es halt 2 Tage später angekündigt für wiederum 2 Tage später. Also quasi wirklich innerhalb von einer Woche ist noch nicht ganz klar, wird das Update fertig? Okay, dann wird es fertig, dann wird es angekündigt und 2 Tage später released. So ungefähr. Also so wirkt es halt und ich meine, ganz ehrlich, das ist katastrophal. Also ich meine, so kannst du keine Firma leiten und ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob die Spieler das nochmal verkraften, weil ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die auf den FEC-Server warten, zum Beispiel. Oder einfach auf das nächste, also einfach, was als nächstes passieren wird. Man weiß es ja nicht. FEC-Server, Update, man weiß es ja nicht. Aber was auch immer es ist, viele Leute warten gerade gespannt darauf, weil es, wie gesagt, momentan echt, öde ist oder eintönig auf jeden Fall. Die Events sind auch nicht gerade gut momentan. Gutes Event würde vielleicht auch wieder davon ablenken, aber momentan ist auch das irgendwie nicht gegeben. Und das heißt, wenn sowas extrem kurz angebunden kommt und dann viele Leute wieder sagen, oh Mann, ich hab's verpasst, Alter, weil die Ankündigung wieder erst 2 Tage vorher kam. Ich habe keine Ahnung, dass das jetzt gekommen ist. Und beim FEC-Server, ich sag's euch, wenn man da eine Woche lang den Start verpasst, das kann euch richtig wehtun. Also selbst ein Tag kann da richtig wehtun. Und wenn das wieder so sein wird, ich weiß nicht, wie viele Leute das Skala nochmal vergeben können, weil jedes Mal, wenn man darüber redet, über diese Kurzangebundenheit, oder man scherzt darüber, ah ja, kommt wieder 2 Tage vorher die Ankündigung, ist halt doch immer so ein bisschen die bittere Wahrheit einfach drin, weil es ja wirklich so ist. Ich meine, man denkt sich das ja nicht aus. Die machen das ja wirklich so, dass sie 2 Tage vorher ein Update ankündigen. Also ich meine, das denkt man sich wirklich nicht aus. Das ist ja auch zu absurd. Wer würde sich sowas jemals ausdenken? Aber es ist halt so und ich habe die Befürchtung, dass es wieder so sein wird. Also ich hab sogar die Befürchtung, dass meine aktuelle Theorie ist sogar, die machen irgendwelche Events zum Second Anniversary und dann out of the blue 1, 2, vielleicht 3 Wochen später kommt einfach wirklich entweder FEC oder Update, aber wieder komplett ohne Ankündigung. Also alle sind irgendwie voll in so einem Einmonatsrausch Jubiläumsevent. Ich hoffe so sehr, dass sie gut werden, ganz ehrlich. Aber
Das ist gar nicht der Punkt. Sondern die Leute werden halt einfach so, also die Leute, die aktiv live spielen natürlich, Flive Universe spielen, die werden halt aktiv in diesen Events drinstecken. Keine Ahnung, Daily Quests, Daily whatever. Oder einfach im Grind halt. Und dann wird halt aus dem Nichts entweder Update oder FEC kommen. Und dann wird halt jeder so sein, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und die ganzen Leute, die quasi mitbekommen haben, Second Anniversary, aber erstmal eben kein FEC, die werden sich gedacht haben, oh ja gut, dann kommt wahrscheinlich kein FEC. Und dann, wie gesagt, aus dem Nichts kommt dann plötzlich doch sowas. Und dann ist jeder wieder so, Mann, ey, jetzt habe ich es verpasst. Oh nein, oder was mache ich jetzt? Jetzt läuft das Event auf dem Main-Server, wo ich eigentlich spielen will. Aber ich wollte auch Charakter auf dem FEC-Server machen. Jetzt muss ich mich für irgendwas entscheiden, weil für beides habe ich nicht genug Zeit. Und irgendwie so wird es safe werden. Und es wird eine absolute Katastrophe. Es wird eine absolute Shitshow, wie immer wahrscheinlich. Und ehrlich gesagt, ich habe darauf echt keinen Bock. Aber es wird halt safe passieren. Es ist, ich würde sagen, eine 99,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass es wie immer so sein wird. Richtig messy, richtig kurzfristig alles und irgendwie Hype, aber halt irgendwie auch wieder mit diesem bitteren Beigeschmack, dass man sowas halt auch einfach hätte besser planen können und so. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber es ist jedes Mal so. Es ist jedes Mal so. Man hofft jedes Mal, dass es nicht so ist und es ist jedes Mal wieder so. Also ich weiß nicht, wie lange man eben noch verzeihen kann, wie lange man auch hoffen kann, dass sie es irgendwann mal anders machen. Aber ich habe das Gefühl, sie müssten halt einfach nur wirklich einen Typen einstellen. Am besten, der halt 10, 20 Jahre Erfahrung hat, Eventplanung, Projektplanung, Management, Marketing in Videospielen. Also so ein Allrounder im Endeffekt. Der darf, also von mir aus darf der auch ordentlich Geld kosten, aber ich muss es ja nicht bezahlen. Nein, aber dass sie halt wirklich jemanden einstellen, der da einfach absolut Ahnung davon hat, was er tut und der es halt auch wirklich alles mal auf Linie bringt, so und auch einfach wirklich ein Veto einlegt, so, ja wie, ihr wollt das jetzt ankündigen und in 2 Tagen postet ihr, kommt dann das Event, also nein, das machen wir nicht, also das ist doch absoluter Schwachsinn, so macht man das nicht. Also dass da wirklich mal jemand kommt und denen mal einfach sagt, wie das richtig funktioniert, das wäre halt wirklich der Traum. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, das würde wahrscheinlich gut Geld kosten, vor allem wenn du jemanden wirklich Kompetenten holen würdest, der auch wirklich Ahnung hat, wie gesagt, richtig gut ist. Der würde ja sehr wahrscheinlich einiges an Geld kosten. Und ich denke, auf sowas hat Gala eher keine Lust, ehrlich gesagt. Die wollen wahrscheinlich alles lieber mit den Leuten machen, die sie haben. Wahrscheinlich haben sie gar nicht genug Leute, wer weiß. Und das funktioniert offensichtlich. Also ich meine, für Gala funktioniert es wahrscheinlich, aber aus Spielersicht funktioniert das absolut überhaupt nicht. Weil wie gesagt, also dieses 2 Tage New Horizon, ich komme einfach nicht drauf klar. Das ist absolut insane. Aber auch mit dem FEC-Server war es ja damals genauso. Also die schaffen es einfach nicht, das mal so anzukündigen, dass man nicht das Gefühl hat, dass man davon komplett überrannt wird. Weil vor allem das Ding ist halt auch zum Beispiel FEC-Server, rückblickend natürlich, man weiß es natürlich nicht, ob der, also wenn einer kommt, wie er aussehen würde, Laufzeit und so weiter und so fort, welche Events, pipapo, da hat man natürlich gar keinen blassen Schimmer. Aber mal ausgehend davon, das ist wie beim letzten Mal, ich meine, du startest dir ein Projekt und ich meine, klar kann man jetzt natürlich wieder sagen, ja gut, so sehen es natürlich nur die Suchtis, nur die Hardcore-Zocker, so Casuals sehen das natürlich nicht so. Okay, zugegeben, ein bisschen vielleicht, aber du committest da ja dann, also du investierst ja dann Monate deiner Zeit in diesen Server, also es ist ja wirklich auch eine Entscheidung zum Beispiel, die man wirklich eigentlich genau treffen will und auch abwägen will anhand, wie gesagt, von vielleicht aktuellen Events, von vielleicht einem anstehenden Update und so. Also da spielen schon viele Faktoren eine Rolle. Und wenn man sich da halt, wie gesagt, überrumpelt fühlt, überrannt fühlt, wie auch immer. Und ich meine, es gibt heutzutage noch Leute, die sagen, FEC-Server, hätte ich mich damals nur anders entschieden. Also entweder ich hätte dort gespielt oder hätte ich lieber dort nicht gespielt. Gibt es beide Seiten. Es gibt Leute, die wünschen sich, sie hätten damals dort angefangen. Es gibt genauso Leute wie vielleicht eher so mich so ein bisschen. Oder ich meine, ich fand es schon cool. Also ich meine, ich hätte auf jeden Fall auf dem FEC-Server gespielt, aber ich hätte viele Dinge anders gemacht auf jeden Fall. Aber es gibt, was dieses Thema angeht, einfach sehr viel so, ach Mann, was wäre wenn und so. Und ich meine, klar, das wird es immer geben. Aber ich denke, viel davon hat auch einfach damit zu tun gehabt, dass man halt einfach, ja, davon extrem überrascht war. Also ich meine, kein Mensch hat, glaube ich, mit diesem FEC-Server damals gerechnet. Jetzt rechnet man natürlich damit. Das heißt, die Situation ist natürlich ein bisschen eine andere, keine Frage. Aber je nachdem, wie kurzfristig es eben angekündigt wird, ist es halt dann trotzdem wieder so ein Ding, dass man sich halt wahrscheinlich relativ zügig entscheiden muss, will ich wirklich dort spielen, will ich nicht dort spielen. Und die genauen Infos zum FEC-Server, die werden ja sicherlich nicht alle vorher wirklich bekannt sein, also wie genau die Events ablaufen und so. Oder viele Sachen, was zum Beispiel, also es geht ja eigentlich um diese Flive World Championship zum Beispiel. Viele Infos dazu wurden auf jeden Fall erst im Nachhinein veröffentlicht. Also das sind alles wieder so Sachen,
Da würde man sich einfach ein bisschen mehr Transparenz von vornherein wünschen, damit man da einfach eine festere, bessere, fundiertere Entscheidung treffen kann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, Gala will das teilweise gar nicht. Die wollen, dass du dich so ein bisschen lost fühlst, so ein bisschen Scheiße, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, so ungefähr. Ich glaube, die wollen das, weil in solchen Situationen treffen wahrscheinlich viele Leute, die für Gala quasi die richtige Entscheidung, das in Anführungszeichen Falsche zu tun oder das, was ihnen auf jeden Fall mehr Geld einbringt. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob es dafür vielleicht sogar einen marketingtechnischen Begriff gibt oder einen verhandlungstechnischen Begriff irgendwie, dass du die Leute irgendwie unter Pressure dazu bringst, etwas zu tun, was sie, wenn sie mehr Zeit hätten, länger drüber nachdenken könnten oder what. Ich meine, gut, ich tue jetzt so, als hätte man nur 20 Minuten Zeit oder so für eine Entscheidung. Ich meine, so krass ist das natürlich auch nicht. Aber wie gesagt, also da gibt es bestimmt auch einen Begriff für, dass man irgendwie Leute so unter Druck setzt und dann hofft, dass sie sich für das aus deiner Sicht Bessere entscheiden, so ungefähr. Oder dass sie halt irgendwie aus ihrer eigenen Sicht langfristig oder rückblickend dann Fehler machen. Whatever. Aber ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Scala hier Psychotherapie betreibt, das auf jeden Fall nicht. Aber diese kurzen Ankündigungen, das muss einfach aufhören, weil es tut einfach mehr Schaden, als dass es irgendjemandem gut tut. Also ich denke halt, wie gesagt, immer an diesen Aspekt einfach Hype aufbauen. Und wie zur Hölle soll sich Hype in 2 Tagen aufbauen? Ich meine, kein Videospiel der Welt wird 2 Tage vor Release angekündigt. Gut, das Spiel selbst nicht, aber Updates, also ich meine, das macht niemand. Und eine Woche auch nicht. Also 2 Wochen ist das absolute Minimum meiner Meinung nach. Alles drunter ist inakzeptabel. Und wir haben jetzt schon den 2. Mai, an dem ich dieses Video aufnehme. Ich habe keine Ahnung, wann ich es hochlade, wahrscheinlich erst in einer Woche oder so. Aber wir haben jetzt schon einige Tage im Mai wahrscheinlich, wenn ihr das seht. Und ich vermute mal, selbst zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, haben wir immer noch keine Ankündigung in der Richtung. Und ja, das kann es einfach nicht sein. Also ich meine, wenn wirklich was Mitte Mai kommt, was Großes, was Dickes, Update, FEC, whatever, und wir haben nicht mindestens 2 Wochen vorher davon irgendwie Wind bekommen, also offiziell natürlich, muss man dazu sagen, dann ist das einfach schlecht. Zumindest, wenn es was Großes ist. Wenn es was Kleines ist, nur Events oder so, dann sage ich mal, okay, gut, das muss man jetzt nicht unbedingt 2 Wochen vorher wissen. Aber wie gesagt, die großen, dicken Dinger, die hoffentlich bald kommen, eins von beiden oder vielleicht sogar beide, die müssen einfach eine Weile vorher schon anstehen und dann am besten hypen mal das Ganze mit einem coolen Event oder so, wo schon viele Leute zurückkehren und dann boom, schlägt das Update oder der FEC-Server ein wie eine Bombe und dann sind hoffentlich alle zufrieden. Aber wir werden es nie erfahren. Beziehungsweise wir werden es wahrscheinlich erfahren, aber ich habe Angst. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.